Deutschland, 1349. Du wachst morgens auf und bemerkst Schwellungen am Hals der Person neben dir. Was würdest du tun, wenn du wüsstest, dass sie bis zum Abend sterben wird? Das Fieber steigt, das Atmen fällt schwer. Vor Schmerzen windet sie sich, ihr Zustand verschlechtert sich immer weiter. Und mit dem Sonnenuntergang verliert sie ihr Leben. Während niemand versteht, was geschieht, breitet sich eine tiefe Angst aus. In Köln verstummten die Kirchenglocken niemals. Doch sie läuteten nicht für Gottesdienste, sondern kündigten den Tod der Menschen an. Die Angst war so groß, dass Ehepartner voreinander flohen und Eltern sogar Abstand zu ihren eigenen Kindern hielten. In diesem Video erzähle ich von einer der dunkelsten Geschichten der Geschichte, dem Schwarzen Tod, der die Städte Deutschlands in geisterhafte Orte verwandelte. Die Details werden dich tief erschüttern. Bevor diese dunklen Tage über Deutschland hereinbrachen, waren die Straßen voller Leben. Schon in den frühen Morgenstunden waren die Märkte überfüllt. Zentren des Handels waren Köln und Hamburg. Dank des Handels wurden diese Städte mit jedem Tag reicher. Der Duft von frischem Brot aus den Bäckereien und das Geräusch von Holzarbeiten aus den Werkstätten der Schreiner. Jeder ging seinem Alltag nach. Menschen beteten in den Kirchen, Kinder spielten auf den Straßen. Das Leben war zwar voller Schwierigkeiten, doch die Zeit floss scheinbar unaufhaltsam weiter. Niemand ahnte jedoch, dass sie sich schon bald nach diesen schweren Tagen zurücksehnen würden. Denn aus den deutschen Hafenstädten kamen plötzlich seltsame Nachrichten. Eine Krankheit, bei der Menschen morgens gesund aufwachten und bei Einbruch der Dunkelheit tot waren. Der Schwarze Tod, der mit einer Flotte von Handelsschiffen die deutschen Städte erreichte. Und das war erst der Anfang. Handelsschiffe aus dem Mittelmeer legten in deutschen Häfen an. Die Arbeiter, die von Bord kamen, flohen voller Panik und Entsetzen. Denn auf manchen Schiffen war niemand mehr am Leben. Niemand verstand, was geschehen war. Woher hätten sie auch wissen sollen, dass die Flöhe auf den Ratten an Bord die Ursache für all das waren? Es war, als hätten nicht die Schiffe, sondern die Ratten selbst im Hafen angelegt. Gemeinsam mit ihren Flöhen breiteten sie sich längst in der Stadt aus. Verschmutzte Wasserquellen und dicht gedrängte Menschenmengen sorgten dafür, dass sich die Krankheit rasend schnell verbreitete. Bei den Infizierten bildeten sich schmerzhafte Schwellungen unter den Achseln und am Hals, sogenannte Beulen. Dazu kamen hohes Fieber, Schwindel und extreme Schwäche. Doch noch schlimmer war etwas anderes. Als sich schwarze Flecken auf der Haut der Kranken bildeten, begann man diese Krankheit den Schwarzen Tod zu nennen. Aber wie viele Menschenleben kostete diese schwarze Krankheit in den deutschen Städten? Bist du bereit, die Zahlen zu hören? Stell dir eine Stadt vor. Und innerhalb von nur 365 Tagen sind 8 von 10 Menschen, die du kennst, nicht mehr am Leben. Das hier ist Erfurt. Die Stadt hatte 20.000 Einwohner. 16.000 davon starben innerhalb nur eines Jahres. In manchen Regionen Deutschlands waren die Zahlen noch erschütternder. Historiker schätzen, dass dort fast 70% der Bevölkerung ums Leben kamen. Hast du schon einmal den Begriff Wüstungen gehört, den die Deutschen für jene dunklen Zeiten verwendeten? So nannte man mehr als 40.000 aufgegebene Siedlungen, die infolge der Seuche verlassen wurden. Historische Aufzeichnungen aus jener Zeit berichten, manche Türen wurden tagelang nicht geöffnet. Häuser und Straßen lagen vollkommen verlassen da. Vielleicht verwandelten sich deutsche Städte damals zum ersten Mal in der Geschichte in echte Geisterorte. Die schnellen Todesfälle erschütterten die Menschen zutiefst. Eines der bemerkenswertesten Ereignisse spielte sich in Freiburg ab. Die Mönche eines Klosters reichten bei der Stadtverwaltung Beschwerde ein. Denn die Glocken der St. Nikolauskirche läuteten ununterbrochen. Das ständige Läuten nach jedem Todesfall versetzte selbst sie in Angst. Und weißt du, was die Menschen taten, als die Angst immer größer wurde? Sie trafen Entscheidungen, die sie noch tiefer ins Unglück stürzten.
Manche gaben der schlechten Luft die Schuld. Andere beschuldigten Gott. Wieder andere ein bestimmtes Tier. Und plötzlich veränderte sich das Leben in Deutschland vollkommen. Selbst auferlegte Quarantäne. Die Türen der Häuser wurden markiert. Manche Straßen durfte niemand mehr betreten. Die Lage war so schlimm, dass manche Eltern Angst hatten, ihre eigenen Kinder zu berühren. Eine Berührung konnte bedeuten, alles zu verlieren. Verzweifelt suchten die Menschen nach einer Lösung. Doch welche Lösungen fanden sie? Die Ärzte begannen, seltsame Masken mit langen, schnabelartigen Formen zu tragen. Sie glaubten, all das werde durch schlechte Gerüche verursacht. Deshalb füllten sie die Masken mit Blumen, Kräutern und in Essig getränkten Schwämmen. Sie waren überzeugt, dass diese Düfte sie vor der Krankheit schützen würden. Diese Vorstellung nannte man die Miasma-Theorie. Und was taten die Reichen, die glaubten, für alles einen Ausweg zu finden? Auch sie liefen mit duftenden Blumen umher. Ihre Häuser füllten sie mit Lavendel, Minze und wohlriechenden Kräutern. Doch manche Lösungen waren noch viel schlimmer als das Riechen an Blumen. Während einige nur die schlechte Luft verantwortlich machten, glaubten andere, Katzen seien die Ursache des Übels. Weil man diese Tiere für Boten des Bösen hielt, wurden in vielen Städten zahlreiche Katzen getötet. Hätten sie gewusst, was sie damit auslösten, hätten sie es niemals getan. Während sie glaubten, das Problem zu lösen, sorgten sie in Wahrheit dafür, dass sich die Krankheit noch schneller ausbreitete. Denn genau dadurch vermehrten sich die Ratten noch stärker. Doch etwas anderes überschattete all das. Vielleicht eines der seltsamsten Ereignisse der Geschichte. Menschen, die sich selbst Flagellanten nannten, zogen in großen Gruppen durch die Straßen. Sie behaupteten, die Pest sei eine Strafe Gottes. Deshalb schrien sie Gebete hinaus und führten Rituale durch, bei denen sie sich selbst bestraften, um Vergebung zu erlangen. Stell dir das einmal vor. Auf den Straßen wütet die Pest und gleichzeitig hört man das Knallen der Peitschen. Was wäre für dich schlimmer? Die Pest machte es sogar unmöglich, die Toten auf normale Weise zu bestatten. Die Totengräber wurden entweder selbst krank oder flohen aus Angst. Es starben so viele Menschen, dass selbst die Friedhöfe keinen Platz mehr hatten, obwohl die Toten übereinander begraben wurden. Deshalb entstanden außerhalb der Siedlungen riesige Pestgruben. Doch die Pest verschwand damals nicht einfach aus Deutschland. Das war nur die erste große Welle, die mit der Zeit schwächer wurde. Viele Orte standen leer, der Kontakt zwischen Menschen nahm ab. In den Städten wurden immer strengere Quarantänemaßnahmen eingeführt. Aber all diese Katastrophen veränderten Deutschland für immer. Plötzlich starben unzählige Arbeiter. Als Arbeitskräfte gebraucht wurden, begannen die Bauern zum ersten Mal höhere Löhne zu verlangen. Manche weigerten sich sogar zu arbeiten. Der schwarze Tod erschütterte nicht nur das Leben der Menschen, sondern auch die jahrhundertealte feudale Ordnung. Heute sind Historiker der Meinung, dass die Pest nicht nur Millionen Menschen das Leben kostete. Sie veränderte zugleich das alte Europa grundlegend. Und vielleicht bewegt uns diese Geschichte genau deshalb bis heute. Denn hinter all diesen Zahlen verbergen sich keine bloßen Zahlen. Hinter jeder einzelnen standen Menschen, mit Familien, mit Ängsten, mit Hoffnungen. Und vielleicht hätten wir uns an ihrer Stelle gar nicht so anders verhalten. Wenn dich diese Geschichte berührt hat, teile sie. Nicht für mich, sondern damit diese Menschen nicht vergessen werden. Wie glaubst du, würden Menschen heute in einer solchen Krise handeln? Schreib deine Gedanken gerne in die Kommentare. Und wenn du mehr Videos über wenig bekannte Kapitel der deutschen Geschichte sehen möchtest, abonniere den Kanal.